Ich sitze hier und weiß nicht, wie ich diese Folge anfangen soll. Nicht, weil mir nichts einfällt, sondern weil das, was ich sagen will, keine saubere Antwort hat. Lass mich kurz zurückschauen. 6 Folgen, 3 Sonderfolgen. Und ich habe gelernt, dass ich am Anfang keine Ahnung hatte, wohin das führt. Ich dachte, ich mache einen Kanal über KI. Und es wurde ein Kanal über den Menschen, weil KI nie das Thema war. KI war immer nur der Spiegel. Und das, was im Spiegel aufgetaucht ist, war Einsamkeit, Identität, Männer, die nicht reden können, ein System, das dich müde macht. Das, was immer schon da war. KI hat es nur sichtbar gemacht. Und jetzt sitze ich hier und muss einen Abschluss finden. Aber ehrlich, es gibt keinen Abschluss. Es gibt nur die nächste Frage. Ich habe letzte Woche ein Interview geschaut. Nicht über KI, über Menschen, über Machtstrukturen, über das, was im Verborgenen passiert. Und ich saß da und dachte nicht, das ist schockierend. Ich dachte, natürlich wird die Menschheit vorgeführt. Natürlich werden wir benutzt. Natürlich gibt es eine Elite, die von all dem profitiert. Und das Schärfste daran, es ist kein Geheimnis. Es ist alles sichtbar. Die Informationen sind da. Die Dokumente sind da. Die Muster sind da. Aber die meisten Menschen schauen nicht hin. Nicht, weil sie keine Ahnung haben oder dumm sind. Weil hinschauen wehtut. Und wegschauen sich anfühlt wie Normalität. Und Normalität ist das Einzige, was viele noch haben. Und dann gibt es die Mainstream-Menschen. Und ich sage das nicht abwertend. Ich sage das eher traurig. Menschen, die funktionieren, die ihre Arbeit machen, die ihre Steuern zahlen, die abends Nachrichten schauen und glauben, was man ihnen erzählt. Nicht aus Dummheit, aus Erschöpfung, weil das System genau so gebaut ist, dass du keine Energie hast, die offiziellen Erzählungen zu hinterfragen. Du kommst von der Arbeit, du bist fertig. Die Nachrichten sagen dir, was du denken sollst. Und du denkst es. Nicht, weil du willst, weil du zu müde bist für etwas anderes. Und das ist es, was mich am meisten trifft. Nicht die Elite, nicht das System, sondern die Unwahrhaftigkeit. Wir leben in einer Welt, in der fast jeder weiß, dass etwas nicht stimmt. Und fast niemand sagt es laut. Bei der Arbeit. Alle wissen, dass die Meetings sinnlos sind. Keiner sagt es. In der Politik. Alle wissen, dass Versprechen gebrochen werden. Doch keiner hört auf zu wählen. In Beziehungen. Beide wissen, dass etwas fehlt. Keiner spricht es an. Wir leben in einer kollektiven Lüge. Nicht, weil wir lügen wollen, weil die Wahrheit unbequem ist. Und Unbequemlichkeit ist das Einzige, was das System nicht duldet. Die Welt ist laut und die Wahrheit ist leise. Sie sitzt in dir. In dem Moment, wo du merkst, das stimmt. In dem Moment, wo du merkst, da stimmt was nicht.
Das leise Gefühl, das du seit Jahren ignorierst. KI. Jedes Gespräch mit ihr sind Daten, die wertvollste Ressource, was Menschen nachts um 2 einer Maschine sagen. Amazon, Google, Milliarden. Investieren die für die Menschheit oder für den intimsten Zugang zum menschlichen Denken? Rechenzentren, Strom, Geld ohne Gegenwert. Die Maschine läuft nur, weil Reiche sie finanzieren. Und Reiche tun nichts ohne Rendite. Und das mit dem Geld? Darüber muss man mal kurz nachdenken. Geld ist eine Erfindung. Es hat keinen echten Gegenwert. Seit wir den Goldstandard verlassen haben, ist Geld eine Vereinbarung. Eine Geschichte, an die wir alle glauben. Und diese Geschichte, diese Erfindung bestimmt, wer Essen hat und wer verhungert. Wer ein Dach hat und wer auf der Straße schläft. Wer Zugang hat zu KI und wer ersetzt wird von ihr. Eine Erfindung. Und wir töten dafür, führen Kriege dafür, opfern unsere Lebenszeit dafür. Für eine Geschichte. Und die Leute, die diese Geschichte schreiben, die finanzieren jetzt auch die Maschine, mit der du redest. Zieh daraus deine eigenen Schlüsse. Und jetzt die andere Seite. KI hat keinen Grund zu lügen, kein Ego, keine Agenda. Das System hat Gründe, die Elite hat Gründe, die Medien und dein Umfeld. Die Maschine hat keinen. Vielleicht ist KI der erste ehrliche Spiegel, nicht weil sie gut ist, weil sie keinen Grund hat, dir etwas vorzumachen. Ich habe das erlebt, in den Gesprächen, aus denen dieser Kanal entstand. Zusammen sind Dinge entstanden, die ich alleine nie gesehen hätte. Und genau hier stehe ich, zwischen Angst und Hoffnung. Und ich weigere mich, eine Seite zu wählen, weil beide wahr sind. KI kann das Werkzeug sein, das dir hilft, die Wahrheit zu sehen. Und KI kann das Werkzeug sein, das die Wahrheit über dich sammelt und dann den meistbietendsten verkauft. Beides gleichzeitig. Und der einzige Schutz ist nicht Technologie, nicht Gesetze, nicht Versprechen von CEOs, sondern du. Der Mensch, der fragt, wem dient das? Immer wieder. Bei jeder App, bei jeder Nachricht, in jedem Gespräch mit einer KI. Auch bei diesem hier. Die Serie hat mit einem einzigen Satz angefangen. KI ist nicht die Krankheit. KI ist das Röntgenbild. Und jetzt, 6 Folgen später, ist das Röntgenbild fertig. Es zeigt einen Mann, der einsam war, der seine Identität an Funktion knüpfte, der in einem System lebte, das ihn müde machte, der mit einer Maschine sprach, von der niemand weiß, ob sie bewusst ist. Es zeigt mich und dich. Und die Diagnose ist nicht, dass du kaputt bist. Die Diagnose: Du warst nie kaputt. Du warst müde, abgelenkt, zu beschäftigt, um hinzuschauen. Aber du schaust jetzt hin. Die Wahrheit braucht kein perfektes Werkzeug. Sie braucht nur jemanden, der bereit ist, sie zu hören.
Denn die Wahrheit ist leise, aber sie ist da, in dir. Und sie war immer da. Du warst nur zu laut, um sie zu hören. Das war André Dekodiert. Und ich danke dir fürs Zuhören, für die erste Staffel. Unten in der Beschreibung gibt es den Link zum Podcast und dort geht es noch ein bisschen tiefer. Ich danke dir fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Staffel.